Ich teste mal wieder am Koori hier auf Pelletmaräne und ja, die ein oder andere ist auch schon reingegangen. Also zweiter Spot jetzt hier gerade im Test und extra nochmal im Test mit einfacheren Ködern. Also nicht hier mit Doppelködern, sondern relativ simpel. Zack, komm ran hier. Natürlich hat man dann auch immer mal wieder ein bisschen was Kleineres dabei, wenn man hier nicht mit großen doppelten Ködern hier rangeht. Also wenn man das noch nicht kann. Aber es funktioniert ja trotz allem. Wenn man jetzt hier zum Beispiel reinschaut, nur auf Borkenkäferlarve, also einem Köder, schön hier reingegangen. Pelletmaräne mit 1,9 Kilo. Wir gucken auch gleich nochmal kurz in den Kescher rein, was da alles so dran ist. Denn ich bin schon ein bisschen länger hier und teste gerade auch jetzt Verschiedenes. Also gerade noch mit Spinning und Jig unterwegs gewesen. Na guck, das bleibt natürlich auch nicht aus auf einfachen Ködern. Und jetzt gedacht, ja komm Alter, die Pelletmaräne war doch zuletzt gar nicht so schlecht. Und zwar hier einmal an dieser Stelle. Und ich hatte natürlich auch die andere Stelle hier probiert, wenn man hier ungefähr hinwirft. Also ungefähr 10, 12 Meter. Hier war es allerdings nicht so gut. Also hier hat es einfach gar nicht gezuppelt. Das war die Stelle, die hat ja zuletzt richtig, richtig gut geliefert. Aber eben auch hier hat das ganz gut geklappt mit der Pelletmaräne. Next da vorne. Jawohl, muss einfach bloß haken und dann ist doch alles schön. So, Pellet, 800 Gramm. Ja, vom Gefühl her, seit dem Event, seit dem Neujahrsevent, laufen die hier besser. Vielleicht wurde da ein bisschen was gemacht, aber man kann echt sagen, Pelletmaräne, wenn man Bock hat halt auf Pose, wenn man ein bisschen was Größeres fangen will, auf Pose, dann doch durchaus einfach mal hier testen am Koori. Die ersten 2 Rotaugen jetzt. Ich hoffe, das reißt nicht ein. Die wollen wir ja nicht unbedingt haben. Und die dritte Route muss ich mir auch nochmal angucken. Hier ist nur einfache Steinfliegenlarve. Die liefert übrigens nicht. Die ganze Zeit schon nicht. Das heißt, ich gehe mal hier auf Borke und teste hier mal einen Doppelköder Borke und Regenwurm. Regenwurm ist für die Pelletmaräne auch an der Tunguska immer mal wieder ganz interessant. Vielleicht triggert das ja hier auch. Schön in Action natürlich mit 3 Routen, denn ja, wir haben ja hier kein fließendes Gewässer. Da kann man sich auch mal so ein bisschen ausbreiten und hier schön mit 3 Routen gleichzeitig Gas geben. Bisschen weiter raus, nicht ganz so nah hier vorne hinwerfen. Ich habe jetzt keinen Clip, aber ich glaube, man sieht es hier ganz gut, wenn man sich den Schatten anguckt. Bisschen weiter, ne, was heißt in den Schatten? Also der Schatten der Bäume hier genau in der Spiegelung sozusagen. Da dann reinwerfen und guckst dir an. Sofort Biss, aber nicht das, was wir haben wollen. Regenwurm kommt weg und Köcherfliege kommt drauf. Und weiter testen. Und next. Also bisher am besten oder am meisten tatsächlich hier rechts gewesen. Erstes Rotauge jetzt hier auch an der Seite. Ich meine, wenn da jetzt so ein paar Rotaugen bei sind, auf sowas Simplen wie Borkenkäferlarve, ja, passiert einfach. Aber wenn hier auch viele Pelletmaränen noch dabei sind, ist doch das alles richtig, richtig nice. Vorhin war ich schon unterwegs hier auf Spinning, auf Jig. Oh, die Zwergmaräne, die ist bestimmt auf der Köcherfliegenlarve reingegangen. Und auf Jig war es eigentlich auch nicht so schlecht. Und zwar da hinten, sieht man es von hier noch? Ja, so ziemlich genau. Die Spitze hier vom... Genau, da ist sie, die Spitze. Die Spitze hier vom Bootsanleger. Also da vorne einmal hier schön raus und dann hier reingejiggt, beziehungsweise hier reingejiggt. Hier war noch ein bisschen interessanter. Und da ging es ganz gut rein. Hier Koorski war mit dabei. Seeforellen, Saiblinge, Bachsaibling natürlich. Den habe ich eigentlich gesucht. Es war okay. Es war okay hier, der gesamte Bereich. Gerade natürlich mit sowas Seltenerem. Das ist dann natürlich schon mal ganz gut.
aber eben noch nicht so richtig überzeugend. Und jetzt hier mit dem Pelletmaren ist das schon mal deutlich besser. Jetzt ist halt wie gesagt die Frage, gerade wenn man eben im Bereich ist von Level 16 plus und man hat vielleicht hier nur eine Stippe oder eine Bolognese-Route. Damit kann man sich natürlich auch jetzt hier so hinstellen und dann eben versuchen hier mit diesen kleineren Routen oder Stippen auch hier auf Pelletmarine zu gehen. Denn, wie gesagt, das lohnt sich halt auch immer mal wieder. Gerade wenn das eben gut läuft auf günstigen Köder. Manchmal kann man sogar genau zugucken. Ja, ich glaube, man sieht es im Stream ein bisschen schlecht. Wenn dann die Fische hier angeschwommen kommen oder auch abends, dann sieht man das richtig gut. Wenn das Licht dann da so ein bisschen drauf steht. Ja, ein bisschen testen natürlich, bisschen weiter links, bisschen weiter rechts, von der Tiefe natürlich auch noch ein bisschen testen. Im Moment bin ich hier auf 1,50 Meter Tiefe eingestellt, alle 3 Routen. Ich bin ganz zufrieden mit der Borkenkäferlarve. Wie gesagt, mit bis zu 1,9 Kilo bisher ist das wirklich schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Ich werfe aber noch mal ein bisschen weiter raus. Halt. Oder was? Ne, war nix. Und ich mache hier auch mal Doppelborke drauf. Vielleicht kickt das ja nochmal richtig. Und boostet auch nochmal richtig gut. Und links und rechts, wie gesagt, sind einfach nur einfache Borkenkäferlarven. Und übrigens hier auf 6er Haken und 5,5 Kilo Fluorocarbon-Vorfach. Also relativ leicht. 5,5 Kilo Fluorocarbon. Könnte man vielleicht sogar noch leichter reingehen, wenn man da Bock drauf hat. Und dann, ja, schön mit dem 6er Haken und gib ihm. 4er Haken hatte ich auch, als es um die Herausforderung ging fürs Neujahrsevent. Da war ich dann auch mit dem 4er Haken mal unterwegs. Also einfach da auch wieder ein bisschen wieder rumprobieren oder auch mal ruhig ein bisschen kleiner rumprobieren. Aber ich möchte natürlich auch nicht hier die Sumpfritzen haben oder zu viele hier von diesen unmaßigen Kleinpelletmareen. Die brauchen wir natürlich nicht. Da haben wir natürlich auch keine Kohle von, sondern verlieren quasi hier nur die Köder. Aber so wie es jetzt gerade reingeht, ist es doch schon mal ganz gut. Zack, next. Nicht gehakt, verdammt. Aber es war schon mal ein ganz guter Anbiss. Ging schnell runter hier auf Doppel-Borkenkäferlarve. Und da zuppelt es direkt auch wieder auf der 1. Zack. Der ballert auch richtig rein. Einfache Borkenkäferlarve. Kein doppelter Köder. Oha. Hat sogar richtig Bock. Ja, großer Aaland oder was? Oder tatsächlich? Nee, Aaland. Auch nicht schlecht. Den nehme ich natürlich auch sehr, sehr, sehr gerne. So, direkt wieder aufmachen den Bügel. Locker abstellen. Und dann... Ja, also auf der Entfernung glaube ich doch ein bisschen besser, nochmal ein bisschen weiter raus, nicht ganz so nah, wenn ihr hier natürlich mit einer kleinen Stippe seid, so weit raus wie es geht. Könnte man das schaffen mit der Stippe? Ja, ich denke schon. Ich denke, das wird man schaffen von der Entfernung mit der Stippe. Beide angehakt, jawohl, einmal links, einmal rechts. Und es knistert und es knastert. Ja, immer wieder die Rotaugen, wobei auch die jetzt von der Größe her nicht so schlecht sind. Gleich mal gucken, ob da vielleicht sogar noch ein Kaffeeauftrag für drin ist. Nehmen wir die natürlich auch gerne mit. Und direkt wieder raus und locker absinken lassen. Ja, so sieht's aus. So viel, glaube ich, zu der Stelle. Ich glaube, so richtig viel muss man dazu gar nicht sagen. Einfach ausprobieren. Immer natürlich auch selbst variieren. Köder variieren. Tiefen ein bisschen variieren. Und gucken, was man da spielen kann sozusagen. Was man für unterschiedliche Positionen des Köders eben zeigen kann. Auch mal wieder gesagt, wie gesagt, also so in die Tiefe, aber auch eben so in die Tiefe, da ein bisschen Variation reinbringen. Und sobald man es natürlich kann, auch klar mit der Köder-Kombi reingehen und Gas geben. Nicht zu schwer reingehen hier. Wir gucken gerade noch mal eben kurz nach den Preisen. Kriegen wir die noch mit? Nope. Kriegen wir den noch mit? Nope. Doch, vielleicht schon. Rotauge, oder? Ja, also einige Rotaugen auch mit dabei. Aber vielleicht gehen ja auch gleich noch ein bisschen mehr Pellets mit rein. Die lassen wir da jetzt so stehen. Bügel ist zu. Das heißt, die können sich jetzt gleich selber haken.
Und ich gucke gerade mal eben rein, wie das denn aussieht hier bei den Pelletmarinen. Pelletmarine nach Preis 13 Silber für so eine große. Und das ist, glaube ich, jetzt aber eher hier die Masse. Aber für eine Masse ist es auch nicht so schlecht. Um die 5 Silber für so den Durchschnitt. Hier vorne war noch ein bisschen Rumtesterei. Verschiedenste Köder eben auch hier, die sonst immer gut funktionieren. Also Steinfliege und Eintagsfliegenlarve. Auch auf jeden Fall testen. Gerade wenn das Video vielleicht mal ein bisschen älter ist, dann eben auch, wie gesagt, Eintagsfliege und Steinfliegenlarve oder Steinfliege mit reinnehmen und testen. Die waren aber jetzt gerade nicht so interessant. Jetzt war die Borkenkäferlarve interessanter, wie gesagt, bis hin zu fast 2 Kilo. Das passt natürlich. Das ist soweit natürlich richtig gut. Und zack, wir verkaufen hier das Gedöns. Ich renne jetzt nochmal wieder zurück und teste hier aber auch noch ein bisschen weiter. Mich interessieren gerade auch noch ein bisschen andere Köderkombinationen. Vielleicht geht da ja noch ein bisschen mehr. Und wenn du da auch noch eine andere Köderkombi raus hast, auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was für dich am besten funktioniert hat. Ich teste das gerne auch nochmal nach und vielleicht können wir auch nochmal einen Wettangeln hier machen im Livestream. Apropos Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube, live auf Twitch. Und dann geht es halt immer rein in Russian Fishing 4. Und an den anderen Tagen angeln wir so ein bisschen innerhalb der Woche und die restliche Zeit gehen wir im Moment jagen in The Hunter Call of the Wild. Also von daher Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im Livestream oder im nächsten Video. Petri.